Goedendag, morgens, iedereen. Freien ans da waren da und hier sein. Jeder einer herzlich willkommen. Wir sind ein Teil von der gesagt und ich glaube haft drum, aber hier war großes. Wir sind ein Teil euch gekommen und herzlich willkommen. Wir freuen uns einmal durch diese Bibelschulzeit, die 3 Monate, dass wir haben ja sind. Und some von denen wollen mich nach gut lernen. Und ich will Ihnen sagen, dass wir nach Gelegenheit geben, hier noch mehr zu schaffen. Wir sollen Fans sein, die uns hier helfen. Der Herr hat uns Freude gemacht. Wir sind hier von der wegen der Herr Jesus, als uns gut, er läuft uns. Und er will uns vom Nien waren, uns hart fein wohnen mehr. Und heute ist hier in unserem Meer, wir wollen ein paar Leute sehen, dass erste Leute sagen, ich will in seinen Toren kommen, mit Herzen voller Dank. Wir lassen ihn an, weil wir top stehen, weil wir singen. Ich will einziehen in sein Tor mit dem Herzen voller Dank. Ich will treten in den Vorhof mit Preis. Denn ich weiß, dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Ich will mich freuen, er hat mich froh gemacht. Er hat mich froh gemacht, er hat mich froh gemacht. Ich will mich freuen, er hat mich froh gemacht. Er hat mich froh gemacht, er hat mich froh gemacht. Ich will mich freuen, er hat mich froh gemacht. Ich will einziehen in sein Tor mit dem Herzen voller Dank. Ich will treten in den Vorhof mit Preis. Denn ich weiß, dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Ich will mich freuen, er hat mich froh gemacht. Er hat mich froh gemacht, er hat mich froh gemacht. Ich will mich freuen, er hat mich froh gemacht. Er hat mich froh gemacht.
door onze hooping in die is en door ons leven in die is. Herr, wir haben nicht schon nicht wie die wir, durch die auf das Ewigkeit. Herr Jesus, wir haben die von dir bestärkt, durch die uns leben lässt, durch die uns Jahr und Tag leben lässt, von Anfang an. Und du hast einen Plan. Du hast uns geraten, du danke dir dafür. Aber wir weten, dass es viele Menschen, die nicht anerkennen, die das Leben nicht in die haben. Und wir beten von dir, dass du was von dir sagen, was ihm kann gut bringen. Und sie wollen zu ihm gut kommen. Und sie wollen die nicht genug vor. Die nur Leute. Wir sehen uns durch das Morgens. Wir freuen uns, wir wollen alle keine Büt worden, weil wir Not haben, zum wieder. Und schreien die Wossen. In Jesus' Namen. Amen. Können wir noch Platz nehmen? In dir ist Freude, als eine Taft mehr am Tier. In dir ist Freude, in allem Leid, oh mein lieber Jesus Christ, durch dich wir haben himmlische Gaben, du der wahre Heiland bist. Hilf es von Schaden, rett es von Banden, wer dir vertrauen, hat wohl gebaut, wird ewig bleiben. Halleluja. Zu deiner Güte steht unser Güte, an dir wir hangen, in Freude und Bangen, nichts kann uns scheiden. Halleluja. Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden, Teufel, Wälzen, oder Tod. Du hast in Händen, kannst alles wenden, will nur heißen, mach die Not. Nun wir dich ehren, dein Lob vermehren, mit allen Schaden freuen uns alle zu dieser Stunde. Halleluja. Wir jubilieren und triumphieren, lieben und loben, dein Macht dort oben, mit Herz und Munde. Halleluja. Während wir dort von Jugend, werden wir noch singen, mein jenes Sast. Gott verheißt dir ein Wort. Gott verheißt dir im Worte ein völliges Heil. Wenn du glaubst an den Sohn, ist der Lösung dein Teil. Halleluja, mein Gott,
Goedemorgen en hartelijk welkom ten jeder ein. Waar we ons hier die bekend merken, was je Evangelie wat we hier haben. Von der Klok 3 nummerig ist die Bibelschule-Eröffnung hier im Auditorium und jeder einer ist herzlich willkommen. Und wir werden die Klassen nehmen, der Anmeldescheine und Stundenplan, die können wir durchkriegen. Ich sagte, wir sind nicht durchhängen auf dem Dash, aber irgendwo vielleicht an Silvia oder so, können wir uns melden, Tim dort durch sein zu kriegen, wer interessiert für uns. Montag, der Samstag, wird nicht Gottesdienst sein. Und gerade hier, das wird nicht, Montag wird nicht Gemeinderat sein, aber wird den 13. Januar sein. Morgen dort das eine Weg wieder geschoben. Am 7. Januar fängt die Deusschule an. In Madweg, der 8. Januar, war die Unterricht für die Taufkandidaten. Das erste habe ich hier Nähverein für die Froese. Donnerstag habe ich hier die CMM-Sitzung. Und Freitag, die 10. Januar, habe ich Missionssitzung. Und Freitag hast du hier auch Volleyball für die Jugend da. Und dann ist hier noch ein Punkt angekommen. Für Pancho und Trudi ihr Babyshower. Dort ist der 7. Das Dienstag, hier in der Kirche, alle Froese eingeladen dazu. Arturo adelante für den 10. Punkt. Ein großer Part, ein schöner Part von uns Gottesdienst ist immer der Beitrag. Und wir wollen dieses Jahr ein klein bisschen unterstellen. Wir wollen die Gelegenheit geben, sicher sein hier Personen, die vielleicht während dir die Gelegenheit einen Beitrag am Sonntag hier so während den Gottesdienst bringen. So, ich kann noch mal, mein Phone ist durch ein Bulletin. Aber ich habe dort eine Liste mit all den Sünden, die du sind. Wenn ihr interessiert seid, für die nächsten paar Wochen kommt dort eine Schrift genommen haben, wo ihr auf gleich zu tun, dass ihr die Zeit habt für dort und Freunde zu tun. Und ich will Ihnen anladen, das kann Kinder sein, das kann aus Familie sein, das kann auch aus Freundschaften, aus Jugend, wo immer ihr wollt. Das ist alles willkommen, wie freuen uns, ob wir das Thema da haben und das ist eine Gelegenheit, ihn dann abzusignen. Gracias. Dankeschön, Arturo. Hast du noch irgendwas, was die wollen und bekannt merken haben? Oder für einen Gebetspunkt, was die wollen gleich Methadon aufzugeben? Ich habe hier 2 Stück, was wir hier haben, besieht noch nicht gekriegt, aus der, was du im Bulletin sind, für Cornelio Schmidt. Er ist krank, er ist tüß, und falls ich nicht gut, er ist nicht hier in unserem Markt von der, wenn er ist nicht gut auf. Und für Johann Fair ist auch krank, so ja, das wanken, das Schweibahn so dort, ist da noch irgendwo. Wenn du nicht was ich würde fragen, dass wir können stehen, um diese Gebetspunkte für Gott bringen. Uns vor dem Himmel, wir seien die Dank für diesen wunderschönen Morgen, wir seien die Dank, dass wir hier können diesen Weg kommen und dass wir uns so können antworten auf Dinge, was wir wollen für die bringen. Und wir fragen ganz besonders für unsere Regierung im Land, dass die was nur sein und halten, das Jahr 2020 zu leiden und führen, dass sie wollen reich anladen und dass sie wollen nur die fragen, wo sie sollen anladen wieder. Und wir fragen uns besonders für die Bibelschule, besonders für Cornelio und Elena Schmidt, dass die entweder die Kraft geben, was das brauchen wird, alle Arbeit, was das ist für die Lehrer, braucht eine große Anstrengung, auch für die
für die Studenten wird zu sein, das ja vor allem durch eine Anstrengung dort zu sein und auch für die, die dort leiden und lehren Gott. Ich frage ganz besonders für viel Weisheit, dass du wirst dort geben, was das brücken wird. So eine Bibelschule war anzufangen und zu leiden und durch die 3 Monate zu gehen. Wir fragen für Witwen in unserer Gemeinde, auch in der ganzen Umgebung, dass die was ernten sein. Ich frage, dass die was die Nähe lassen sperren, dass sie nicht brücken in Einsamkeit angeraten, einsam sich fühlen, sondern dass sie ganz bei die sind und dass sie können den Zweig getrost sein in Gemeinschaft haben, in Gemeinschaft pflegen, an die auch mit anderen Menschen so gut als möglich und schenken Lied, was immer weiterkommen, und besiegen und ein gutes Wort haben verehrt. Und so frau wie auch für Frieden in der Welt, in verschiedenen Städten in der Welt, wo Unfrieden ist, verschiedene Hinsichten haben. Wir fragen, dass die was auch durch sein mit den Regierungen, mit der ganzen Umgebung, dass das Wort alle noch Frieden trachten. Dass sie Hass wollen zu sie loten und alle am Frieden streben. So bringen wir hier auch Cornelius Schmidt für die, wir befehlen die an, wo er krank ist, wo er sich nicht gut fühlt. Und wir fragen bloß die nicht gegen wird da und wir fragen für Heilung, dass die was am Heulen, am No sein und wenn er wieder Studios merken, und was immer dort ist, ich frage Gott, dass die was mit jedem ein sein, was da mit verwickelt ist und dass wat Wunder passieren und dass die was die bezeugen und dass kann gesund werden. So frau wie für Johann Fair, wenn Fieber hat, krank ist, von Warten, merkt am Frieden von Heilarm und dass kann gesund sein. Dort bete ich in Jesus sein Namen. Amen. Wir können Platz nehmen. Das nächste kann die Kinder hier nur sind nach Schule gehen, die von 2 bis 4 Jahren. Das ist hier die Klasse dahin. Ich hatte hier noch gedacht, ich würde ein paar Versen lesen für die Einführung hier. Das ist in Galater, Kapitel 5, Vers 16, 17 und 18. Ich sage aber, führt euer Leben im Geist, so werdet ihr nicht vollbringen, was der selbstsüchtige Wille begehrt. Denn der Selbstsucht widerstrebt dem Geist Gottes und der Geist Gottes der Selbstsucht. Die beiden liegen im Streit miteinander, so dass ihr nicht tun könnt, was ihr eigentlich wollt. Regiert euch aber der Geist, so steht ihr nicht unter dem Gesetz. Ich wollte Bill hier die Gelegenheit geben, uns hier mal ein Wort zu deuten. Goedemorgen, Sola. Zal Gott hier met je zijn van jou. Dankzij voor deze tijd en dat we hier kunnen helpen en God zijn woord aanchecken. Ik vrij me al voor het jaar, voor 2020. Ik vrij me ook al voor het komende Scheldjaar. En ik heb als taak gewählt van jou voor deze boodschap uit 2. Chronik van vers 1 tot 7 en ik word het hier lezen. De Geest Gottes, en dit is 2. Chronik
Kapitel 15 von 1 bis 7. Hier sagt es so, der Jesus Gottes kam op Asarcha, odet seinen Sinn, zodat hij, als aan het jeen ging, en te am zeer horch naar mij, als een gans Juda en Benjamin, de Herr is met je, van die met am zijn. En wanneer die am zieken, wordt hij zich van die vinger loten. Wanneer die am über verloten worden, dan wordt hij jent verloten. Dort juif eine lange Zeit, wo Israeliten ohne den wahren Gott lebten, du hatten sie auch keine Priester, wat du unterrichten, und sie kannten Gott sein Gesetz nicht mehr, als sie sich über in ihrer Not in dem Herrn Israel ihren Gott reden, sagten, Leute hij sich von anfingen. Zu der Zeit juif dort keine Sicherheit, verreisende Menschen, door wir dan grote Anordnung en Unsicherheit bij all die in deze Länder woonden. De Volken bedrängten sich jenseitig, in einer Stadt bekämpft der andere, wils Gott an mit alle Sorten von Ängsten schrecken deuten. Jehuber blieb stark en lot jene Hänge nicht schlapp worden, wils jen Werk wordt belohnt worden. Sehr interessante Geschichte, ein sehr interessanter Satz, dass der Prophet hier kam, zu diesem König Asa sein. Und das ist ein bisschen bitter gewöhnlich in Israel ihre Geschichte. Dort ein Prophet verkämpft und der positiv ist. Das ist mutig. Und der sagt, das wird es schaffen, das will jeder sollen tun. Wenn das König Asa, der hat das hier gut belebt, der hat Trouble mit dem König von dem Süden, von dem Land im Süden, von Israel im Süden, dort hat Kusch. Und du wird der König Sida, und er hat viel größere Armee als dieser von Israel, von Juda, und das König Asa. Und so dort leid allmählich, dort leid dies da. Und dann dreht er sich nach Gott, und er bet Gott, und er fängt eine Antwort. Der fängt halb, und er fängt treus. Ich wollte das Gebet lesen, das ist Kapitel 14, Vers, in der Plottisch ist dort Vers 10, weil ihr wisst, glaube ich, ist dort Vers 11. Das war also den Gott beten, der hier steht in dieser Klamm. Hier kommt das König von Kusch mit seinen großen gewaltigen Armen und dann betet er das. Und als er auf den Herrn, seinen Gott an und sagt, Herr, wenn ein Schwacher mit einem starken kämpfen muss, kann ihm keiner so beistehen als die. Hab uns, Herr, uns Gott, wir verloren uns ganz ab die. In deinen Namen sind wir je in diese Ewigmacht gekommen. Herr, du bist uns Gott. Je in die kann kein Mensch wird uitreichen. Und dann Vers 11 kommt die Antwort, und der Herr schlug die Armee von Kusch vor Asa und Juda, und so, dass die sie flüchten müssen. Und so hier ist ein großes Wunder, eine große Antwort. Aber hier kann wir sein, wir können uns auf Gott verlassen, Gott jetzt zu vertrauen. Und dann merkt den Unterschied, was wir beten dann oder nicht. Und dann merkt den Unterschied, als wir uns auf Gott verlassen tun. Wir sollen niemals so denken, ja, das wird jemand soll wollen. Ich war bloß mein Weg gehen und denke ich, in Glück halte ich, und Gott wird dir das auch. Hier kann wir sein, dass er merkt den Unterschied, und hier kann wir das sein, und Asa, der belebt das einfach diesen Weg. Der dreht sich nach Gott, der hat das wohl, könnt halb sehen, aber der dreht sich nach Gott und der fängt diese halb. Und das ist ein großes Wunder. Und das so, hier fängt wir das, der belebt das, aber dann kommt hier noch ein Prophet heran und sagt, yes, so ist das schafft das. Wenn die Gott siegen, dann der wird sich fängen. Wenn die auf Gott verloren, dann der wird für ihn sein aus Kraft, aus Radung, aus Halb, aus Mut, aus Leitung. Und so fängt er das, so fängt er Gott. Und als wir ein von den guten Königen in Juda, er nimmt ja all diese Götter ab, diese Aufgötter, die die Menschen sich merken. Und er tut gute Dinge und versucht, die Menschen nach Gott zu drehen. Und hier verlässt er sich auf Gott, und dann kommt das Prophet und gibt in diese Mut. Und er fängt bloß noch mehr Mut. Und der Prophet sagt, wie fair war ich? Wenn diese Stadt auf Gott verloren und Gott seine Welt schaffen, er ist mit ihm, er wird ihn Haupt sein. Da fängt so viel Mut. Also er schafft wieder diese Götter, diese falschen Götter abzunehmen. Und er schafft mit den Menschen, er bringt die bei den Tempeltauben und die beten Gott, das ist eine Erweckung. Wir wollen auf Englisch sagen, das ist ein Revival. Menschen wachen ab und kommen zu Gott. Und das sagt ihr noch wieder in dieser Geschichte, ich will hier nicht alle Punkte überlesen, ich will die Geschichte für ihn selbst zu lesen.
Wenn es die Geschichte wieder jetzt, außer der fängt hier mit, wenn der Prophet an zu drehen, der falsche Götter war schmieden, dort das sage ich nach Wara, dort war er holt dort, dass die Menschen Sachen ernstlich Gott und Gott leitet sich von ihnen empfangen. Und das kriegt, was der Prophet hier sagen hat, dass die Menschen, wenn wir Gott sehen, er wird sich fängen. Und wir sollen nicht so denken, das wird ja alle wollen, oder das wird, dass wir glücklich sind, oder dann ich, da merkt ihr nur Unterschied, als wir Gott sehen, oder nicht. Und dann merkt ihr nur Unterschied, dass wir beten dann oder nicht. Und wenn wir dort nicht glauben, dann, ich weiß nicht, was wir danach wollen beten. Das wird die bloß nicht Spiel sein. Und so, da merkt ihr nur Unterschied, dass wir beten dann, und als wir uns auf Gott verlassen dann oder nicht, das kann anders sein. Das kann leid. Und ich glaube, das hat Fergen muss ich, wenn wir das nicht tauschen, oder wenn wir das nicht mal catchen dann in unsere inneren Gedanken, wir kriegen das in den Fall, und das darf hier nicht die Miete sein, das darf nicht mit meinem Leben zu tun. Das ist hier 3000 Jahre 3. Wir leben hier ganz anders. Da kann leicht wie das englische Wort, ich war bei einem englischen Wort, brauchen bloß für Erklärung. Ich habe mir das zu gut, aber auf Englisch habe ich wieder das Wort, das ist irrelevant. Und ich glaube, so voll wie uns fertig mit der Bibel. Und besonders bei diesem Thema, das ist hier ganz stark im Alten Testament ein Thema mit den Göttern. Und so, wenn wir nicht wollen sagen, well, diese Götter, das hat nichts mit uns zu tun, nicht uns zu sein, dann können wir auch gut sein, der Alte Testament hat nicht uns zu sein. Dann können wir auch gut sein, der Alte Testament hat nichts mit uns zu tun. Wenn jetzt immer war ein Thema. Aber dieses Problem mit den Göttern, das von der und auch noch kriegst ein großes Problem ist dann, wenn die große Konzept, die große Idee hinter diese Götter ist, dass wir das Wort in Gott seine steht stellen werden. Dass wir das Wort durchstellen in uns Leben, wo Gott gehören hat. Und so hier schauen wir die Hand sich auf ihrem Statuen gemerkt von Halt und Stein, und du wirst, glaube ich, wie leicht zu denken, well, das hat ja nichts mit uns zu tun, wie denn die das nicht mal so. Ich glaube, unsere Götter waren fern von Plastik gemerkt von der und auch, aber wir machen leicht zu denken, well, wie stellen wir uns nicht diese Götter ab? Aber das große wichtige Prinzip für uns ist, dass wir das Wort in Gott seine steht stellen werden. Und dass wir das Wort durchstellen werden in uns Wort, in unsere Gedanken, dass wir das Wort uns auf das Wort verlassen werden ist Gott. Und dem was wir alle von uns selbst prüfen. Ich kann hier nicht sagen, was für jeden machen Gott sein, oder was für jeden machen eine Versuchung sein, wenn uns in Gott, wir kämpfen da alle mit, und da prüft sich, auf was Dinge, auf was steigen. Ich kann ruden, ich glaube, ich kann alle ruden, wenn ich will fragen, was sind von der und auch die Götter in der Welt? Was Gott seine steht neben dann. Ich glaube, wir brauchen gleich lange denken. Wir können sagen, well, Geld ist einmal ein, und Technologie ist der zweite. Und die machen andere Dinge beifallen, was Gott seine steht, kann leicht nehmen von der und auch. Aber das sind zwei von der Höchsten, das sind die größten Götter in der Welt. Und wenn wir dort hören, wir sagen, well, das ist Gott, das ist zu Gott zu brauchen. Und das. Und du weißt, mit diesen Göttern, das ist nicht immer selbstverständlich. Du weißt, was wir uns prüfen. Ab was verlut wir uns. Du weißt, was wir uns prüfen. Ist das bei mir das Höchste und das Wichtigste in meinem Leben? Und die weißt, Geld und Technologie, die sind in sich selbst nicht schlecht, und wie können die zu viel Geld brauchen? Du weißt, kann das sehr hängerig sein, und das ist immer hängerig, und das ist nicht selbstverständlich. Und du weißt, ja, wir wollen das Fertig selbst nicht mal an, was für uns in Gott wird. Und du weißt, wie das prüfen und uns selbst verhalten. In Gebet, so darf ich das in Psalm 139, in der letzten Teil forschen, der kämpft vor Gott im Bett. Gott, als hier wurde mir sei, als hier wurde mir aus. Und das sei dries Gebet. Und so soll wir vor Gott kommen und selbst prüfen über diese Sache. Wenn wir vor Gott kommen, wir beten Gott, kick mal in mir Gott sein, sieg mal in mir Gott sein, als du was in mir hast. Das ist nicht, dass Gott das so fängt, aber dass wir das fängt. Wenn ihr das so denkt, dass wir verstärken selbst Dinge von uns selbst. Und wir wollen das Fertig nicht selbst nicht tauschen, was für uns ist in Gott geworden, was für uns ist wichtiger geworden ist als Gott. Und so, das ist einmal ein Thema, das ist einmal ein Problem. Wir sollen uns das selbst prüfen, wo sind wir, wo stehen wir. Als Gott für mich Gott, der in mein Leben regieren, ist heute das Wichtigste bei mir. Nehme ich die meiste Zeit für arm, tut ich arm sein, wohin, und so eine Sachen. Aber wir sollen niemals so denken, dieses Problem mit den Göttern hat nichts mit uns zu tun. Wenn das nicht bloß ein Problem mag, unser Problem, das ist nicht bloß, wenn wir nicht wollen sagen, was von der Problem, das ist nicht bloß ein Problem, mag die ganze Liste. Das ist das Hauptproblem. Das ist der Wortel. Das ist das zentrale Problem von der Menschheit.
Das ist, wo unser Sinn anfängt, mit Adam und Eva im Garten. Das ist, wo er versagt wird. Von der Schlange wird er sagen, die können das Gott sein. Und das ist, wo die Versuchung wird, und das ist, wo die noch Haarigen deuten. Da Gott seine steht zu nehmen. Und so das ist das zentrale Problem von der Menschheit, dass wir wollen das Wort in Gott seine steht stellen, und entweder das Wort oder uns selbst. Und so, dass die Menschen, dass wir als Menschen uns selbst Gott merken, dass du diesen Gefall hast von Gott, du musst was sein, ob was wir uns können verluten, was wir den Gefall haben und uns selbst Gott merken, das beweist, dass du in Gott bist, das weißt du noch haben. Aber dass wir das selbst merken, und das weißt unser Sinn. Dass wir haben das nicht erreicht. Hier ist es was auf, wir treffen das nicht. Wir sind bezieht. Aber das ist ein Gefall von der Mord, wo in Gott sein. Der Mord, wo wir sein, und dass wir uns selbst was herstellen, dass weißt, du erst was, du erst wo was. Aber wie kommt das gerade, wenn wir das selbst dann in selbst anstellen? Und so fingen wir dort von Adam und Eva wieder. Die wird kommt diese Sinn in der Welt, und das wird so groß, dass Gott schließlich sagt, wir fangen frisch an. Kommt die Überschwemmung, und dann fangt ihr mit Noah an. Aber das geht ja dann nicht lang, dann wollen die sich hier bei dem Himmel was bieten, um sich selbst raten sozusagen, und nur merken für sich selbst. Und Gott sagt, hier war er, hier macht das, was ihr schafft, und die verstreiten Menschen. Und es ist sehr interessant, dass die Menschen verstreiten, dass die auf diese verschiedenen Falter, viele Falter, in Kulturen, in Sprachen, und dann, wenn immer die Falter hier schwer kommen, besonders in der Bibel, wenn wir hier schon frisches Falt verkommt in Bild nehmen, dass wir die zusammenkriegen, dann haben die es Götter. Und kriegst du gesagt, das ist ein Beweis, dass du musst was sein, bitte wie Salz. Du musst was sein, bitte uns, wo wir uns hier noch verloren. Und so die Menschen merken sich die Götter. Aber das beweist, dass, nope, du isst was, aber das ist es nicht. Und so das ist nicht diese Götter. Und dann fängt ihr das einfach, unsere Geschichte in der Bibel, unsere Radung einfach fängt mit Abraham an. Und Gott fängt sich bei Abraham an zu uppenbauen. Und das schließlich nicht bloß für Abraham, das für uns alle. Und das ist bei uns gekommen, zu werden, wo Gott ist. So, wenn du wieder jetzt die Geschichte mit diesen Göttern, wer Gott ist, und da wird besonders über 500 Jahre Luther, wenn Moses hier steht, ist, wenn Dänisch geraubt wird, um die Israeliten in Ägypten rauben, dann wird er klarer und klarer, dass, hey, hier ist eine Sache mit den Göttern. Die kommen hier in die Wüste, das ist ja sein, die Fuß werden, die sich in Kauf, goldene Kauf merken und sagen, das hat uns geraten. Und das ist sehr interessant, die merken sich das Kauf, aus Moses am Bäuer ist, und die kriegen die Tiere gebaut, und das erste das zu sein, die sagen, keine andere Götter haben. Und so das ist die Thema von hier wieder, der Alte Testament, das ist die Thema, wer ist Gott und wann ist der Gott. Und so, hier kriegen die das einfach von Moses, die Tiere gebaut, sollen keine andere Götter haben, und die sollen sich nicht in Gott merken. Und für die Israeliten selbst, ist das nicht mal einmal selbst deutlich, dass Gott der einzige Gott ist. Ich würde sie teilen, die Propheten, das ist das klar, aber es macht das Volk, das ist nicht einmal für das Volk nicht mal klar. Die denken so, oh, okay, Gott ist Gott, aber heißt bloß ein von diesen Göttern, wo die andere Volk ja auch haben. Und das wird der andere Volk ja doch. Die andere Volk, die haben die Erfahrung, mehrere Götter. Die werden niemals zu viel. Wenn Volk sich mischen deuten, oh, je haben Götter, wir haben Götter, je haben ein für den, wir haben ein für Sturm, wir haben ein für Krieg und so wieder, für alles wollen den Gott und der Meier, der Beter. Und hier kommt diese Stamm zu Abraham und dann zu Moses und dann wieder, dass, hey, ich sei nicht in Salz gemerkt, der Gott, ich sei nicht von Menschen gemerkt, ich sei nicht gedacht, das ist Gott, ich sehe den Gott, das Kind gemerkt hat. Und das ist hier der Punkt, das ist hier der Kontrast, dass wir, die Götter, wir uns wollen herstellen, das sind nicht gedachte Menschen gemerkt, und Gott sagt, ich habe Kind gemerkt. Und das wird ein Punkt in der israelischen Geschichte, und dort fangen die Propheten an zu sagen, hey, nicht nur diese andere Götter reden, mit der ersten ist das kein Leben, das ist nur ein Gott. Und das ist ein hoher Punkt in Jesaja. In dem Prophet Jesaja, das ist ein hoher Punkt, was der Ried hat, dass Gott der einzige Gott ist, und mit der Götter ist, der überhaupt nicht. Und so, Jesaja lebt in der Zeit, wo Israel verschleppt wird,
und dort direkt im Norden, 722 Jahre vor Christus, und die wurde verschleppt durch Struf, Jerusalem immer diese andere Götter haben. Und Jesaja sagt, der lebt in dieser Zeit, bei 700 Jahre vor Christus, und der sagt, dass das wird noch mal zu Juda passieren, der wird auch noch mal verschleppt worden, wenn die immer 6 gehen, verhalb, der immer sich ab 6 wird verloren, der werden auch noch mal verschleppt worden. Aber dort passiert mal, über 100 Jahre Luther, wird Juda auch verschleppt von Babylonien. Israel wird von Assyrien, und über 100 Jahre Luther, dann wird Juda von Babylonien, und das kommt der Struf, wenn die Menschen wollen immer da ihre Götter. Und die Propheten sagen, hey, wenn die auf die Götter verloren, dann wird es dort passieren. Und dann sage ich, und dann wird ein höherer Punkt in Jesaja Kapitel 40 von dir wieder, ab was steht, da tiert sich das Jesaja, die Sportmorach über ihn. Da sagt die Morach, dass, hey, würdigt Menschen dort nicht wieder, dass die sich wohl in einem Baum durchsehen, und die nehmen was von dort halt, und merken sich viert, um sich abwärmen, was von dort halt, bringen sie zum, Dinge heute merken, jeden heute merken, und das ewige, bringen sie sich in Gott merken, und dann beten dort an und sagen, halb uns. Und ich stelle mir immer so vor, wenn der dort sagt, die lacht, oder das ein bisschen, wo würden Menschen nicht wieder reden? Aber in einer kann das leicht lesen, und auch mitlachen, dass sie denken, Israeliten, oder Babylonier, wo die sind. Aber die Gedanken ist noch für uns, und ich gedacht, das selbst gemerkt der Gott. Und das wird in Gott seine Städte stehen. Du wirst so wie nicht hostig rächen, du wirst so wie nicht hostig. Wie kann das sein, und uns macht ein Bild lachen, aber wie sollen du noch abpassen, dass wir uns nicht das Wort zu Gott merken, das Wort in Gott seine Städte stehen. Und so, ich rede hier so viel von Götter, und einer mag so denken, weil ich will hier reden von Gott sehen. Warum würde ich dann noch von Götter reden? Warum so viel von den Göttern? Wenn jetzt die Sache, wenn wir auf ärmsten was sehen, dann wollen wir mehrere Dinge treffen, dass wir glauben, das ist, aber das ist nicht. Und so ist das mit den Göttern. So ist das mit Dingen, was Gott seine Städte will nehmen. Und das klickt dort im Prinzip. Wenn wir nicht was sehen, dann wir wollen mehrere was treffen, wir glauben auch, hier ist es, und das ist es nicht. Und es ist besonders wichtig, wenn wir sonst sehen, was nicht selbstverständlich ist. Besonders ist, wie Gott sehen, wenn wir nicht sein können. So, wenn wir nicht sagen, wir sehen Gott, warum dann noch von den Göttern reden? Wenn du nur mal wir aufpassen, dass wir nicht das, was für Gott glauben dann. Dass wir nicht das, was fortfahren, wie hostig, was fängt, und dann sind das auch kriegt, das gefällt mir, kriegt das will ich. So, das muss es dann sein. Und du weißt, das ein wichtiger Punkt, oder du weißt, lohnt sich das noch, wenn wir von Gott Siegen reden, dass wir noch mal von der Götter reden, oder so eine Dinge, die sich herstellen aus uns Gott, was uns kann verlocken oder verleiten, wo wir uns machen ab verluten. Wir machen noch von reden, wir wollen so eine Dinge treffen, wo wir machen denken, oh, das ist noch, was ich sage. Das ist es. Und da kann leicht das steht nehmen. Und du weißt, dass wir sollen wieder sehen, als bloß das Erste, was wir zur Hand kriegen. Wir sollen, wenn wir sehen hier nicht bloß, dass wir einen Stein wollen sehen. Oh, ich segne Gott, wenn wir doch nicht wollen, so, Gott zu sehen als ein Stein, oh, ich habe die fangen, ich wollte ein bisschen schaffen, das ist ein Good Luck Charm. Und so ist die Fange, was gedacht. Und wir sehen einfach einen Sand, wir sehen einen Stamm, wir sehen einen Wellen. Und so, das ist ihr Verhalten, das ist nicht einmal, oh, ich habe die fangen, die erste, und ich wollte alles schaffen. Versalz. Das ist diese Vertrauen, das ist diese Merkung, das ist in alle Dinge, das ist nicht, wie kommt diesen Weg zu glauben, aber wie fängt ich diesen Weg sich im christlichen Leben. Dass wie fängt Gott und wie fängt die Antwort im Leben, oder sich in Kraft, wie im Sieg. Und so, das ist nicht einmal nie hake, nie erst alle, nie Worte zu tun, und nie Worte versalzt. Und so das ist ein Punkt, wo die Propheten immer merken, dass wir sollen uns nicht auf das Wort verlassen, nicht andere Dinge lassen, Gott seine Städte nehmen, Gott sehen, uns auf Gott verlassen. Und die reden sich nicht über Götter, aber auch über Menschenkraft. Besonders über die militärische Kraft, und die Menschen sich wollen bloß auf der Militär verlassen. Und sie denken, das kriegt noch einmal ein Problem aus dann, wo Menschen können sie denken, oh, wir haben eine große Armee, wir haben alle Gewehr, was uns fehlt, solange es an die Grenzen safe sind, ist alles gut. Die Propheten sehen immer, kriegt man über die Götter reden, die sehen, dort war nicht reden. Das mag für eine Zeit schaffen,
aber dort wird, dass er noch nicht für ihn soll, dass er nicht für ihn hört, dass er nicht für das ewige Leben, und dort wird nicht hell. In Jesaja spart auch auf eine steht, über diese Sache, die sagt, wenn die ihn wollen, apiert verloren, apiert, wo ihr kleben. Und so, wenn wir uns bloß wollen, irdisch safe merken, und bloß ab dort verloren, solange es Dinge gut sind und safe sind, und dann bloß du nur schaffen, Gott sagt, das wird nicht Theorie. Das wird noch ein Tag kommen, das wird nicht hell. Das Leben des Meyers, diese irdischen Dinge, das Leben des Meyers bloß du nur sein, und so dass Gott vertrauen und einfach Gott sehen. Und dort meint auch Gott beten, in alle Umstände. Und so, hier kann wie sein, es ist von uns seine Geschichte, das Hort vor ihm könnte anders sein. Er verleiht sich auf Gott und dann merkt er nur, ja, Gott wird vor ihm aus nach halb. Er betet und dann merkt er nur, ja, und wenn wir da nicht glauben, dann weiter ich bloß nicht zu Wort, wie wir wollen beten. Und ich weiß, dass die so glauben von der und da, und das ist ein Problem, wo Menschen wollen sein, sozusagen wollen sein, oder was die uns alle wollen, und Gott hat das Pfosten vor dich von verriet, und die kann wie nicht da und keine Unterschied merken, aber das ist bloß nicht so. Und damit wollen die sagen, wir haben keine Freiheit, und das jetzt du noch haben, ist, wenn wir keine Freiheit haben, und keine Freiheit wollen, und das ist bloß nicht so. Und wir haben Wassermut Freiheit, und ich sage Wassermut, ich meine hier nicht zu sagen, wir können alles tun, was wir wollen, oder was immer. Unsere Freiheit, dass wir haben, als Wassermuten, das ist begrenzt, aber das sind alle an, wir wollen sagen, das hat immer mit Kontext zu tun, mit unseren Umständen. Aber wir haben das immer, was du vor uns ist, und wir können entscheiden, Gott zu vertrauen oder nicht. Wir können entscheiden, Gott zu beten oder nicht. Und so Menschen, die wollen sagen, wir sind nicht frei, die nehmen Firken den Weg, um seine Freiheit, was einer noch hat, Weg. Mit ihren Willen. Und das schafft den Weg. Das kann den Weg schaffen. Dass wir frei, Wassermut und Freiheit haben, ist für mich krass selbstverständlich, dass das ich Mann sehe. Von der und auch, das ist unglaublich. Das ist unglaublich, dass von der und auch, das sind Menschen, und viele Menschen, und das dem Jerusalem Firken, aber die wollen sein, dass wir können nicht weiten, dass wir Monate frei sind. Das ist nicht selbstverständlich, uns körperhaft nicht zu sein, die Kostplätze entscheiden. Und wir wollen aber sein, no. Wir können weiten, dass wir Monate frei sind. Das ist selbstverständlich, uns körperhaft zu sein. Und wer das nicht klar hat, was die Monate frei ist bloß confused und fehlt halb. Aber kriegt den Weg, ja, wir sein über die Freiheit, dass wir können weiten, wir können entscheiden, merken, wen wir tun. Und wir tun fern. Und so eine Menschen, die wollen sagen, wir haben keine Freiheit, nehmen einem dort Weg, den Weg. Und so eine Menschen, die sagen, einer kann nicht entscheiden, sind Fußreiten für eine Entscheidungen zu merken. Und so eine Menschen, die sagen, einer hat nicht in freien Willen, sind gewöhnlich so eine Menschen, die einen sehr starken Willen haben. Und für sie sind Fußreiten für eine Entscheidungen zu merken und daher Willen mit einem sind versagen. Und so, ich glaube, wir sollen dafür streiten und nicht bleiben mit sein, dass wir haben Wassermut und Freiheit. Und Gott hat uns Gelegenheit gegeben. Und Gott sagt, und die Propheten haben immer weiter zu sagen, hey, verlut ihn auf Gott, Gott ist recht, geht das nach Hause zu sein. Und Gott ist das Erste, er hat das angefangen, aber da kann ein Unterschied merken, und da können sie uns geben, dass Gott macht, was wir und durch uns reden, und wenn wir nicht recht sind und treu sind, er fängt das an. Und ich glaube, wir können sein, Werdet schaffen, dass Gott Saul und David wählen wird. Ich glaube, eine Ursache, wo die Menschen confused wurden über diese Sache, mit alles, was verriet, vorig, wie kann ich das tun, Gott hat das all vorig, wir haben keine Freiheit, keine Entscheidung. Ich glaube, eine Ursache, wo die Confusion kommt, ist, wenn wir sagen, Gott weiß alles verriet. Und ich glaube das auch. Gott weiß alles verriet, und er weiß das vor, wie das tun, aber das braucht nicht. Wir brauchen nicht sagen, dass Gott hat das alle getan, bloß wenn er das weiten hat. Das schafft jemand recht zwischen Menschen, dass einer konnte noch mal was von einem Mensch sein, er das Wort, und dann sagt einer, ja, ich weiß, was der nächste Wort dann. Und er das auch. Einer könnte das sozusagen sein oder weiten, einer wird reich, und der Mensch braucht das nicht mal weiten, einer hat nicht mehr zu tun, der tut das umals. Und so, das braucht nicht sein, bloß wenn Gott das verriet weit, dass er das dann festgesagt hat, dann muss es das sein. Und ich glaube, das ja zu sein in Saul und David. Wenn wir wollen sein, Gott weiß ja alles verriet, und ich glaube das, aber dann dann können wir fragen, woher will der dann noch Saul?
Die wollte das gewusst haben, mit Saul würde nicht schaffen. Die wollte das gewusst haben, mit David würde das schaffen. Warum dann noch mit Saul? Warum nicht bloß für David? Und so, hatte ich keinen Plan mit Saul. Dann lässt es, und fand es, dass geschrieben ist, die hat einen Plan mit Saul, die will was tun mit Saul, und die will nicht tun, und dann denkt die in David. Und das kriegt für Samuel das sein, dass wenn Saul, der konnte das nicht aufklären, Samuel hat eine Zeit berät mit Saul, und dann ist Samuel den nicht in der Zeit, und Saul konnte nicht aufklären, und dann kam Samuel und sagte, hey, weißt du was, du wirst Gott nicht gehorchen, du wirst nicht Gott sein Weich, Gott will für die ewig in Gericht bieten, das ist, was der Luther zu David sagt, und dann sagte er zu Saul, Gott will hier was tun mit dir, und du wirst das nicht, und du wirst nicht auf die Success wem gefangen, wie du ein Hort hast in der Arm. Und wir machen dann fragen, wem will Gott, Saul oder David? Und wir können sagen, wir hängen ran, und Gott sein Hort ist. Samuel kann nicht zu Saul sein, hey, weißt du was, Gott hat uns einen anderen Plan. Samuel kann nicht zu Saul sein, hey, weißt du was, Gott will uns nicht mit dir tun. Und Samuel sagt nicht, der hat einen anderen Plan, der sagt, Gott hat hier einen Plan, oder Gott will hier was mit dir tun, und die bist nicht drin, der hat Success, wir haben gesagt, wir hängen ran, als der sein Hort. Und das ist, wo wir irgendwie das Bett kann sein, von wir das schaffen, dass Gott siegt uns, aber er siegt nur, wer eine Arm siegen wird. Wenn wir so denken, dann was siegt Gott von einem Menschen? Dass der Mensch eine Arm siegen wird. Und der wird ihn fängt, der wird ihn treffen. Aber und so kann wieder mit David sein, so kann wieder und wie kann auch bei David ja wieder auch sein, das ist nicht gemeint, dass er ein perfekt Mensch braucht. Das ist nicht gemeint, dass wenn der Mensch einmal einen Fehler merken wird, dass Gott dann sagt, oh, das ist durch. Und wie kann sein, das ist genug, und Gott übersieht Dinge, und das fehlt, das ist nicht diesen Konzept, aber das Letzte, das Saul hat sich einfach das Salz, seine inneren Wellen genommen und seine inneren Hände genommen. Und er will das Salz. Besonders mit diesem Opfer, er kann das nicht aufklären, dass Gott das will, mit Samuel. Und dafür merkt Luther große Fehler, große Sünden. Und Gott sagt, über David hat Buße und das Beweis genutzt, dass er zu Gott lässt, dort in sein Hort in Januar ist, und Gott sein Willen. Und so bleibt er auf sich orientiert nach Gott, in Gott seine Richtung. Und da merkt er Unterschied. Und wie kann sein, ich glaube, dass Gott hat was Dinge vorausgesagt, aber wir brauchen nicht alles sein. Und wie kann sein, wenn Gott ihr David das versprochen hat, Gott sagt zu David, was immer dort kommen ist für die Menschen, für die Rettung, die Messias und so, dass sie nicht mehr klar kriegt, was das Wort sein, dass Gott David dort versprochen hat. Aber Gott sagt zu David, was immer dort kommen ist, das Wort von dir stammt. Und du bleibst bei Gott bei. Das hält Gott. Und ich glaube, was Dinge, denen war ich auf Gott vorausgesagt, besonders wenn der Wort versprochen hat, das der. Wenn er einen Plan hat, das erfällt er. Aber ich glaube, das sind was Freiheit oder was Dinge, wo wir einfach einen Unterschied merken. Und das ist in Gott seine Hänge, und der weiß, was er tut, und der wird sich damit weiten. Aber das ist, wir haben Gelegenheiten, wir haben diese Freiheiten. Ich weiß, wenn ich hier diesen Weg reden darf, das sind viele Menschen, die den Storch ja anders denken, als ich hier reden darf. Die wollen sein, dort alles, was Fried Voss gesagt hat. Und ich meine hier diesen Weg nicht jeden Menschen zu reden, aber diesen Weg von Denken, diesen Glauben. Und dort ist Grüß das Glauben, dort will sein, wenn Grüß mit diesem Glauben wollen die Fragen sein, Gott hat von Fried Menschen gemerkt, und er hat dort Vorrecht, die Maten in der Halle, die können nicht tun, und da haben die keine Gelegenheit, keine Freiheit, da Mordblisse und das ist so. Und wir machen über diese Sache, uns machen über diese Sache Frauen bleiben, wir machen Dinge sein, wo wir nicht Antworten haben, aber das sind was Dinge, wo wir können sein, und wir auch nicht gerade können sein, wird es schaffen, mit Gott in all das, wir können über was Dinge sein, so ist es bloß nicht, so kann es bloß nicht sein. Dort Gott nie, wo die Menschen merken von Verriet und sagen, diese, von der will ich uns nicht, die sind verhalten, die können nicht tun, keine Gelegenheit, keine Freiheit, da kann bloß nicht sein. So auf Christus sich nicht auf dem Bord mit seiner Gnade und am Kreuz, und besonders wenn wir an denken, an Kreuz, beten nach und sie vorher für jeden, die weiß nicht, was sie tun.
Und danach wollen sein, dass Gott hat bloß vor, ich weiß, Menschen kriegen keine Chance, keine Gelegenheit. Und das wird Gott bloß dann, wenn er dann Frau und dann, woher wird Gott das so dann? Dann wiesen wir heraus, der kann. Das ist es. Das ist alles bloß Menschen für die Ewigkeit, keine Chance, niemals. Und so über was Dinge kann wie sein, wenn ich nicht alles für alles eine Antwort habe, dort kann ich sein, das ist bloß nicht, da kann bloß nicht sein. Wenn du dann noch Frauen bleiben, oder wenn du nicht alles kriegst, so klar ist, als wir wollen. Aber so ein Glauben, was du so glauben hast, da kann zwei Sorten Menschen geben. Ein schwacher Mensch, der immer zweifeln, als er ein von der ist oder nicht. Sein ich ein, sein ich nicht, sein ich ein, sein ich nicht. Oder ein starker Mensch, der Fußsache wird sagen, ich sehe ein von die, da weiß ich nicht. Und so ein Glauben, wenn du auf ihrem sagst, das gibt entweder ein schwacher Mensch, der immer wird über sich selbst zweifeln, als ein von der ist, oder der wird der andere bezweifeln. Well, das weiß ich nicht. Und das wird immer schneller und schneller, und besonders wenn die Welt so sagt, ist ein Konzept von der Welt sein, der wird Bild für Gott wählen. Und so eine Menschen, die so eine Gruppe, die so sind, ob wie sind die Gewählte, die dann Bild für Gott wählen. Und so die vertischen da wollen, die sagen, wie haben ich wollen, alles ist Gott sein wollen, und vertischen Bild da wollen, für Gott sein wollen. Und so du hast eine Vorband, das Problem, das kann ein Problem sein. Und ich will hier auch sagen, dass ich meine, so Menschen, die das so glauben, dann, ich glaube nicht, dass die verloren sind, oder dass die nicht glauben, die sind. Ich glaube, das ist bloß ein Missverständnis. Und wenn wir das begehen, wie sollen sie gnädig sein, und wie sollen das versuchen zu verstehen, wo meinst du, wo kann das schaffen? Und wir sollen nicht kurz glauben, oh, das hast nicht in Glauben ja verloren, das ist nicht von Sand. Ich glaube, es sind viele Christen, das ist bloß, die kommen fast auf diese Gedanken, und das ist bloß ein Missverständnis. Und das ist bloß ein Missverständnis, über das gewählt wird. Ich glaube, es für die Probleme kommt. Das ist nicht ein Problem, wo wir sagen, wir sind gewählt, wenn so redet die Bibel. Aber das Problem kommt, wenn wir am Fußreit sind, sagen, oh, ja, sind nicht. Die hat viele über diesen Thema zu sein, von gewählt, ich wollte bloß einen Punkt von merken. Dort, wenn wir von gewähltem Volk denken, wir sollen immer eindenken, zu Wort sind die Menschen gewählt und für Wort. Besonders wenn wir in Israel, das ist von wo wir das herkriegen, gewählt sind, dort Gott ein Volk wählen, und Luther kommt, wie du durch Christus nennen. Aber Gott hat Abraham 3 Dinge versprochen. Dass die sollen ein großes Volk geben, Land kriegen und ein Licht und ein Sehen sein für die Welt. Die ersten 2, das kriegen die durch Hand. Das dritte, das kriegen die nicht haben und das wir nicht klar werden. Das kommt ja in Christus, wo Israel das Licht ist für die ganze Welt. Aber wenn wir uns denken, dann wozu wählt Gott Israel? Zu was sollen die sein? Ein Licht für die Welt, andere Menschen nach Gott zu tragen. So, wenn wir von der Welt reden, dann sollen wir uns denken, dass das ist, zum anderen Menschen nach Gott tragen, nicht zum Aufhören. Das ist niemals das Gedanken, dass, oh, wir sind die Gewählte, wir sind hier safe, möglich, der ewige kann sich weiten. Das ist nicht gewählt sein, es ist nicht um die der zu merken, das ist um die der ummerken sein. Hier ist der Rettung, hier kommt. Hier ist Jesus und Kreuz. Und das ist keine kleine Sache, das ist nicht gleichgültig. Und das hat Gott gekostet, und das hat Jesus dafür gelitten. Und so das ist nicht zu sagen, oh, das braucht nicht. Das hat viel gebraucht. Und dass Jesus uns das genommen hat, oder für uns gestorben. Aber hier ist die Frau. Und da merkt keinen Sinn, wenn ich nicht will gehen als Missionar, oder wie Missionar reden, dann ich dann will sagen, dus wenn ich hier nicht Missionar werde, und ich ein fremdes Volk heim und sehe, Jesus ist vielleicht für ihn gestorben. Huh? Oder wenn ich hier nicht sehe, Jesus ist für some von ihnen gestorben, ich weiß nicht, wann, ich kann mir vorstellen, ein paar Tage, dass ich vielleicht gleich da, oder da mir gefallen da, aber das für some. Das macht keinen Sinn. Und das schafft euch den Weg. Wenn wir nie wollen reden und sagen, hey, das geht nur recht, Jesus ist für some von ihnen gestorben, ich weiß nicht wann, aber Jesus ist vielleicht für ihn gestorben. Und ich glaube, wenn bei diesem Thema kommt, wenn das abkommt, wenn Menschen wollen von der Welt reden, wir sollen Frauen zu Wort und für Wort, aber wir sollen versiegen, dass bei dieser Frau zu kommen und von dieser Frau anfangen, wann möglich. Für wem ist Jesus gestorben? Und in Johannes 3, Kapitel 16, ich würde denken, das merkt das vor, ich glaube nicht,
wo das sagen, dass Gott läuft die Welt so sehr, dass die Schacks ihn sehen für die Welt. Wo das noch eine Vers, und ich wurde, das ist in 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 2. Ich wurde 1. Johannes Kapitel 2, Vers 2. Christus heeft met zijn dood onze zinden betaald en niet maar onze, ook van alle mensen op de wereld. Ik word het hier nog op Engels lezen in diesem Fall. He is the atoning sacrifice for our sins, and not only for ours, but also for the sins of the whole world. En dit is een brief dat Johannes aan de gelovende mensen geschreven heeft, en hij versucht hier te trösten, dat hij zegt dat hij, Jesus Christen zal niet zenden, maar wanneer dan, wie hand wem, wer er ansteht für uns ist Christus, der ist hier für uns gestorben. Aber dann noch ging er sein, dass nicht bloß für uns, aber für die ganze Welt. Und so, das da mir kein Sens, du noch gehen sein, oder doch nicht für die ganze Welt. Aber die geht nicht von aufzutragen. Und so, dann nimmt die ganze, das wiederholt das noch, hey, nicht bloß für uns, aber für die ganze Welt. Und wie sagen die dann, well, das muss geldig für dich, was er dann annehmen. Wie man, der ist einfach tut Buße und dreht ihn nach Gott. Das ist diese Einladung. Das ist nicht bloß, oh ja, Gott hat es getan. Wir können das vermissen. Das ist nicht das, nicht wird das bloß versalzt. Und das hat das gerutzt, dass das eine Einladung ist. Und so fingen wir auch meiste von Jesus seine Gleichnisse und Beispiele, was gibt. Und er sagt, es ist von den Tieren wird frühest, dass wir sollen reit sein, was die kämpfen. Na, wenn dort nicht auf uns ist, dann weiß ich nicht, wo dort noch Konsens mehr zu sein, wie sollen uns reinmerken, wenn Christus kämpft. Aber wenn du nicht auf uns lehnen, dann weiß ich nicht, was das noch so bedienen. Und so ist das sein, dass Anladen gerutzt für den Bankett, für den Fast. Und die Menschen von aller Wegen, go auf alle Gassen ab und lade an, das noch ein Teil drin. Und dann fing wieder überdacht, wenn die Bankett ist, dann ist hier einer Mann mit der rechten Kleider. Und dort verstehe ich so, dass die kommen in ihre Eine, mit ihrer Eine war in ihrer Welt, nicht mit Christus gekleidet. So, das ist nicht bloß glücklich, oh ja, ich sage dir Rat. Das ist einfach, wir geben uns an, wir kleiden uns mit Christus, oder wir verloren uns auf Christus. Aber das ist, was ich aufgemerkt. Ich wollte noch, okay. Ich will noch, eine steht in der 2. Chronik, gerutzt diese Geschichte wieder. Wie kann das sein, dass da merkt ein Unterschied von Menschen, ob wir uns verloren oder wo uns wir beten oder was wir uns zu Gott reden oder nicht. Und gerutzt ist die Sache nicht, wenn wir uns auf Gott verloren, Gott ist für uns das nach Haupt, uns zu raten. Hier Lothar, so das, wo ich anfange, da hat die Trouble mit dem Land im Süden von Kirsch und er verleiht sich auf Gott. Hier Johann Lothar, dann hat die Trouble mit Israel im Norden, mit dem König. Und einer würde sich denken, oh, nie wurde war das so. Aber hier dann in der Stadt, wo die Gott, Gott redet, sich auf Gott verloren hat, dann hat in das Land, der schickt Menschen in das Land im Norden von Israel, das ist Aram, und dann schickt er den König mit dem Gold und Silber, den zu bekämpfen, dann sagt er, hey, ich weiß, du hast Frieden mit Israel, aber merkt auch mit mir und halt mich hier. Und so dann kriegt er diese Haupt von Aram, und dann kommt Aram Prophet für und sagt, hey, was denkst du, was denkst du? Denkt ihr doch nicht, wo Gott deine Haupt wird, aus die Trouble hat mit Kirsch und die vom Süden? Woher wirst du nicht nach Aram gehen und du Haupt sie, und an diesen Weg? Und so, und dann sagt das Prophet, und der heißt Hanani, sagt er, das Wort, die kommt Strophe, oder du sind nur fallen, und das, ich war bloß diese Vers in Kapitel 16, Vers, das ist von 16, 2. Chronik, Kapitel 16, das ist von Vers 7 bis 10, besonders wo der Prophet vorkommt. Aber in Vers 9 sagt er, ich war in Vers 8 aufhören. Hier sagt das Prophet, wurden ausgekämpft, haben die Lied von Kirsch in Libyen nicht eine große Armee mit sehr viel Wehrers und Ritters über der Herr, jäufte ein Diener hängen,
willst du die ab ihm verletzen? Der Herr hält die ganze Erde im Öl. Ob die zu bestehen, wird mit ein eingeduldet Wort vertreten. Die aus dem unserer Anweis gehandelt, durch wen wirst du von nu an auch gekriegt haben. Und so, du kommst in Aufhalten, und das ist nicht, wir wollen sagen, well, das ist nicht ganz stark für uns, aber das ist, hier kommen je viele Probleme vor. Und wenn die Jungs das wollen, eine Hauptsiegen. Ihr habt diese Idee von anderen Göttern oder Menschenkraft. Und er ging sich das für siegen, und hier kommt das Propheten und sagt, hey, der Herr hält die ganze Erde ab die zu bestehen, wird mit ein eingeduldet Wort vertreten. So hier war das Konzept, dass Gott kickt darauf und siegt nur, wenn am siegen wird. Gott kickt einfach, wo kann er sich beweisen, wo kann er sich seine Kraft offenbaren, dort, wo Menschen das siegen dann. Und so der hat sein Öl darauf. Und in dieser Geschichte wollte ich auch nicht lesen, ich wollte bloß sagen, und wem immer das interessiert, ich konnte auch nur hier lesen, das ist in Apostelgeschichte, Kapitel 17. Die Geschichte merkt jeder Punkt, was ich hier versucht zu merken, besonders von Gott Segen empfängt. Hier ist die Paulus in Athens, und du hast sich um diese Stadt, und diese Stadt, die haben viele Götter, und die Menschen, die streiten sich mit Menschen, wer wirklich Gott ist und was Jesus getan hat, und der von dort abgestanden ist. Und die Menschen waren neugierig und interessiert, und die haben Frauen für den. Und dann sagt Paulus die Hand, hey, ich sagte in jener Stadt, hier haben viele Götter, hier haben viele Dinge abgestellt als Gott. Und die wird eint, was sein dort, zu den unbekannten Gott. Und dann sage ich, Paulus, nicht wo ich Ihnen sagen, wer dort mag sein. Die wollten selbst nicht mal. Und hier ist das Ding mit Menschen, wir sehen alle einen Gott und wollten das nicht. Jeder Mensch. Und das kriegt, wo Paulus hier zu diesen Menschen sagt, dass je haben die einen Altar abgestellt, den unbekannten Gott, und wollten selbst nicht mal, und wird gebeten, nicht wo ich Ihnen sagen, wer das mag sein. Und dann sagt er dort von Gott und Christus abgestanden. Dann spannen die was Menschen, denen was da hier reden wird von der Auferstehung. Und das sind nie und nichts, und die haben das nichts, und was spannen denen, aber was kommt zu glauben. Und Paulus geht wieder und sagt, wer das Gott ist, das er auf Ernte merkt. Und dann hier sagt Paulus, dass Gott hat die Welt so gemerkt, und er hat das so eingereicht, der hat von einem Mensch alle Fälle gemerkt, dass die machen nach am Segen und am Fang. Und dann durchhängeran sagt er das, dann sagt er noch, und das ist nicht weit auf von eins von uns. So du sagst er, Gott hat die Welt so eingereicht, dass die Menschen machen nach am Segen und die wollen am Fang. Und das ist nicht weit von uns, eins von uns. Das erste sein, der ist von uns zu fangen. Und so dann mir krieg diese Punkte, aber ich war schließen mit Jesaja, Kapitel 55. Vers 6. Das sagt, sie kind im Herrn, solange als heu sich finden lässt, robt am, wann heu noch dich bei ist. Amen. Stunde für das Schlusslied. Mein Heiland, das Gemüt.
Ich was sehen, Hebräer Kapitel 13, Vers 20, 21 lesen. Mag der Friedensgott, der unseren Herr Jesus, den großen Schubwort vom Tod freigebracht hat und durch sein Blut einen ewigen Bund reingemacht hat, ihn fähig machen, für alles Gutes zu daunen, von Gott seinen Willen, macht er in ihn durch Jesus Christus dort wirken, woran er in die vollen Haft, Jesus Christus trifft alle ihr, von Ewigkeit bis Ewigkeit. Amen.